Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute zeigen wir euch den Prometheus Lacuna Medical Bergen. Bei der IWA im Jahr 2023 waren wir bereits schon mal am Stand vom Safeguard Medical aus England und haben euch den Rucksack von denen gezeigt, dort in der Farbe Rot. Heute haben wir ihn in Schwarz hier. Den Lacuna Medical Bergen gibt es in den Farben, wie gesagt, Rot, Schwarz, Coyote, Olive und in Multicam. Ist aus Cordura hergestellt, hat die Größe von 60 x 40 x 23 cm. Trotz allem, auch wenn die Maße so genannt sind, ist es für mich ein absolutes Raumwunder von dem, was der kann. Wie gesagt, den gibt es in der Größe 30 Liter und 20 Liter. Wir haben heute 30 Liter Variante mal mit für euch da und den schauen wir uns jetzt mal an. Auf der Außenseite, und wir beginnen mal auf der Rückseite ganz oben, haben wir ein Deckelfach schon mal mit drin, wo ich auf den Inhalt mit zugreifen kann. Das Deckelfach ist auf der Unterseite durchsichtig, das heißt, ich kann, wenn ich den Rucksack geöffnet habe, auf das Deckelfach auch von innen zugreifen. Das schauen wir uns dann gleich im Anschluss nochmal mit an. Auf der Vorderseite haben wir das komplette Verschlusssystem von dem Rucksack. Das heißt, wir haben hier die komplette Bebänderung von oben nach unten durchgehend bis auf die Rückseite und sind gesichert mit Fastex-Schnallen. Das sind insgesamt 6 Stück, mit denen ich den Rucksack da aufmachen kann und zusätzliche Glättanteile noch und die YKK-Reißverschlüsse, die komplett von oben nach unten nochmal mit durchgehen. Das Ganze in Form von einem Schnellöffnungssystem. Das zeigen wir euch dann gleich nochmal, wenn wir den Rucksack mit aufmachen. Wir gehen zuerst auf der Außenseite nochmal weiter mit durch. An den Seiten haben wir Mollebebänderung nochmal mit dran, um zusätzliche Taschen mit anzubringen. Das ist auf beiden Seiten. Und auf beiden Seiten haben wir zusätzliche Taschen nochmal, um weitere Ausrüstung damit einzusetzen oder anzubringen. Was mir besonders gut gefällt, ist die ganze Bebänderung, die wir da mit dran haben, das ist mittlerweile fast Standard. Ich finde es aber trotzdem immer gut und erwähnenswert, dass wir hier so kleine Glätteile mit dran haben. Das heißt, die überstehenden Bändel kann ich mit Glätt sichern. Dann habe ich nicht wahnsinnig viele Bänder, die einfach wild in der Gegend rumfliegen. An der Unterseite von dem Rucksack habe ich zusätzlich nochmal Schlaufen, um weitere Ausrüstung mit anzubringen, um das damit zu befestigen. Das schon mal zur Vorderseite, dann gehen wir auf die Rückseite schon mal. Und hier haben wir ein super Tragesystem mit drin, was ich komplett an den Träger mit anpassen kann. Das heißt, ich habe hier oben Verstellmöglichkeiten, ich habe den kompletten Frame kann ich verstellen, für den Träger an die richtige Größe setzen, nach oben oder nach unten. Ich habe einen großen Tragegriff mit dran. Ich habe einen Becken- oder Bauchgurt quasi noch mit dran, der auch gepolstert ist, der verstellbar ist. Und das komplette Rucksack-Tragesystem hier oben kann ich auch noch mit abnehmen. Wenn ich es zum Beispiel im Fahrzeug verlassen will und muss es bloß kurz mal rausnehmen und irgendwo hinstellen, dann brauche ich dieses große Tragesystem nicht unbedingt. Wenn mich das stört, kann ich es abnehmen. Gut, soweit schon mal zur Außenseite. Dann gucken wir uns das Öffnungssystem von dem Rucksack mal an. Wir öffnen unsere 6 Fastex-Verschlüsse. Der Deckel ist mit Klett gesichert. Ich mache mal einen großen Reißverschluss auf und hier unten habe ich extra 2 Anfasslaschen. Und dann kann ich den Rucksack komplett öffnen und dann breitet er sich auf seine komplette Größe mal mit aus. Wir gehen es von oben nach unten mal durch. Wir haben hier oben, wie gesagt, das Deckelfach, was durchsichtig ist und wo ich auch von der Innenseite drauf zugreifen kann. Das heißt, das Material, was da drin ist, wäre für den super schnellen Zugriff von außen und auch von innen gedacht. Dann ganz markant haben wir an dem Rucksack die 6 seitlichen Taschen, die mit angebracht sind. Ich mache da mal eine mit runter. Sind mit Klett gesichert und sind von außen durchsichtig. Das bedeutet, alles, was an Material mit drin ist, kann ich von außen schon direkt erkennen. Und als zusätzliches Feature, wir haben hier noch ein kleines Fenster mit dran, was durchsichtig ist. Und da kann ich verschiedene Farbmarker mit einbringen. Das wird geliefert mit weiß und nachtleuchtend. Das heißt, dann kann ich das beschriften und kann sie einsetzen. Oder, Moment, ich könnte auch zusätzlich rote Farbkarten mitnehmen und kann die damit einschieben. Oder ich kann mir natürlich auch aus anderen Papierstücken, kann ich mir noch andere Farben mit dazu bauen, die ich dann vielleicht anderweitig einsetzen möchte. Wir haben Bebänderungen mit dabei, da haben die wirklich viel mit beigelegt. Also das sind solche Gummibänder, solche Gummiaufzugslaschen, die hier mit dabei sind. Dann kann ich hier die Gummilaschen mit dran machen. In verschiedenen Farben, wie ich das eben brauche, farblich markiert. Im medizinischen Bereich kennt man das schon, dass das farblich markiert ist. Und dann kann ich diese Taschen komplett öffnen und die sind mir sauber markiert und ich kann schön alles im Voraus schon sehen, was in den Taschen verpackt ist. Kann ich natürlich auch aus dem Rucksack rausnehmen, kann es
am zweiten Räder quasi noch mit zuwerfen und wenn ich fertig bin, dann klette ich es einfach wieder damit hin, klappe das Ding wieder zu und bin fertig. Also ein super System, sind Laschen auch mit dran, wo ich die aus dem Rucksack direkt mit rausnehmen kann. Und dann gehen wir mal weiter nach unten. Hier unten habe ich noch ein Bodenfach, was auch mit Reißverschluss zu öffnen ist, ist auch durchsichtig. Das heißt, ich kann sofort mit erkennen, was ich hier in dem Fach mit drin habe und kann unter Umständen auch andere Helfer mit anweisen, wo die durch die Fenster schauen können, wo sie da sehen, was da mit drin ist. In der Mitte, das ist was ganz Besonderes, finde ich für mich, in der Mitte haben wir eine riesengroße Fläche, wo ich zum einen Material noch zusätzlich drauf verstauen kann. Wir haben ja alles nur beispielhaft mal ein bisschen schnell mit reingepackt. Aber ich kann das natürlich als komplett ausgebreiteten wie einen quasi Ablagetisch benutzen. Das ist immer so ein kleines Problem. Wenn man große Rucksäcke hat und muss die dann immer vom ersten Fach zum zweiten Fach umblättern, dann fällt mir das Zeug kreuz und quer durcheinander. Und hier kann ich einfach darauf arbeiten, hau mein ganzes Zeug damit drauf, was ich brauche oder verbraucht habe oder vorbereitet habe, um das am Patienten einzusetzen. Und im Zweifelsfall, wenn es wirklich mal schnell gehen muss, dann kann ich am Schluss meinen Rucksack einfach zusammenklappen, lasse es einfach da drauf liegen und ziehe weiter mit dem ganzen Gerödel. Hier oben haben wir Molle-Schlaufen mit drin, da sind Gurtbänder auch schon mal mit vorgesehen, wo ich Ausrüstung mit dran festmachen kann, wie hier beim Tourniquet zum Beispiel. Könnte zusätzliche Taschen noch mit anbringen und hier unten habe ich noch ein Netzfach, wo ich auch mal direkt mit reinschauen kann, was da mit drin ist. Wie gesagt, hier nur beispielhaft mal gepackt. Dann haben wir noch zwei Besonderheiten auf der Innenseite und zwar hier oben hätten wir Durchlässe für Antenne oder Trinkschläuche, die ich um die Deckelklappe nach außen bringen kann. Und ich habe da das große, ich mache das mal schnell auf, das große Fach, da habe ich diese Platte mit drin, die aus einem Kunststoff Polymer Aluminium ist, die ich verformen kann und diese Stützplatte auch an den Rücken von dem Träger mit anpassen kann. Zusätzlich auf der Innenseite haben wir an den Außentaschen noch was und zwar hier haben wir ein Fach, wo ich Schienungsmaterial zum Beispiel, was größeren oder mehr Platz mit einnimmt, unterbringen kann und leichten Zugriff drauf habe. Und was Besonderes, was der Rucksack bietet, wir haben in der Tasche hier drüben, die ist von oben zu öffnen, ein riesengroßes Fach mit drin. Wir haben hier nur beispielhaft mal eine Wasserflasche mit eingebracht. Und zwar ist diese Tasche gebracht für eine Sauerstoffflasche, die ich hier einsetzen kann. Das heißt, ich kann eine 2 Liter Sauerstoffflasche hier mit reinmachen. Gurtbänder liegen mir dabei, mit der ich das dann da drin sichern kann. Ich habe das tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Und auch wenn diese Flaschen die Rucksäcke immer wahnsinnig schwer und unhandlich machen, aber es trägt sich mit dem Rucksacksystem oder dem Tragesystem, was hinten dran ist, tatsächlich sehr, sehr angenehm. Kommen wir zum Fazit. Der Prometheus Lacuna Medical Bergen ist ein wahnsinnig gut durchdachtes Produkt. Wir sehen es, wenn wir den aufklappen, der gibt wesentlich mehr her, als man das im Voraus schon vermuten würde. Es ist wie ein Raumwunder. Wir haben sehr übersichtliche Taschen, wir haben durchdachte Konzepte, wir haben ein bequemes Tragemodell mit hinten dran. Wir fanden den richtig gut. Wenn ihr euch interessiert für den Prometheus Lacuna Medical Bergen, dann kriegt ihr den bei der Firma Vero. Den Link blenden wir euch hier unten mal mit ein. Was denkt ihr von dem Rucksack? Habt ihr den vielleicht sogar schon in Gebrauch? Benutzt ihr den schon oder habt ihr Erfahrung gemacht? Habt ihr euch den schon mal angeguckt? Schreibt es uns gerne mal unten mit in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like, ein Abo und drückt die Glocke. Und von meiner Seite aus wünsche ich euch wieder wenig Einsätze und wenn dann natürlich nur gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.